Hallo, wir sind Stefan und Johanna. Und wir zeigen euch heute, wie wir zu viert auf 65 Quadratmetern in der Hälfte eines alten Waschhäuschens schön chaotisch wohnen. Kommt rein. Johanna und ich haben uns in Markdorf beim Arbeiten klassisch kennengelernt. Johanna war dort Innenarchitektin und ich Projektleiter in einer Ladenbaufirma. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, nach Konstanz zu ziehen und haben durch Zufall dieses Hexenhäuschen oder Waschhäuschen zu mieten gefunden. Anfangs waren wir eben zu zweit nur. Mittlerweile haben wir eine Katze und 2 Kinder. Entsprechend musste sich unsere kleine Wohnung modifizieren, anpassen. Wir haben nur 2 Räume, die sich abschließen lassen. Wir mussten einfach schauen, wie organisieren wir uns, dass wir uns alle wohlfühlen können. Also das hier ist unser Hauptraum. Hier findet alles statt. Wir kochen hier, wir wohnen hier, essen. Das Spielzimmer von den Kindern ist hier und gelegentlich schlafen wir hier auch. Hier ist unsere Küche, die haben wir als allererstes eingebaut, als wir hier eingezogen sind. Uns war eben wichtig, dass es möglichst wenig nach Küche aussieht und auch genügend Platz ist zum Arbeiten, wenn man mal kein Kochfeld braucht. Und deshalb haben wir das Kochfeld hier in die Küchenrückwand integriert. Ist ein Induktionskochfeld und das kühlt extrem schnell ab, sodass man es auch nach ein paar Minuten sofort wieder zuklappen kann. Besonders ist, dass sie einfach schön tief ist, die Küche. Wir haben halt sehr tiefe Stauraumfächer, auch hier unten. Da passt alles Mögliche rein. Die Küche, weil wir Innenausbau auch sonst machen, ist eine gewisse Resteverwertung. Die Glasarbeitsplatte hat mal ein Glaser falsch produziert und dann hat sie sich hier quasi extrem gut angeboten wegen der Tiefe der Abdeckung. Also speziell an dem Schrank ist, dass er natürlich sehr hoch ist, weil wir haben ja auch einen hohen Raum. Wir brauchen ihn wirklich dringend, weil alle wichtigen Dinge sind hier drin. Ich würde sagen, das ist wirklich eins der wichtigsten Möbelstücke bei uns. Schöne ist, was wir danach auch bemerkt haben, dass der Schrank eigentlich noch zusätzlich die Hauswand dämmt. Wenn man sowas macht oder allgemein auch bei Schränken an Außenwänden ist immer, dass es dahinter eine gute Belüftung gibt. Ich habe jetzt in dem Fall sogar die Rückwand komplett rausgelassen. Also ich kann mich noch so gut daran erinnern. Das hier, das war das erste Bild, was Philippa gemalt hat mit Farbe. Und sie hat die Hände angemalt und hat dann Fingerabdrücke draufgesetzt. Und ungefähr 1,5 Jahre später kam dann auch noch Louis. Der hat genauso mit Farbe experimentiert und deswegen liebe ich diese beiden Bilder so sehr. Das hier ist unser Essbereich mit dem schönen alten Holztisch. Der lässt sich wunderbar an beiden Seiten ausziehen, sodass eben auch Oma, Opa und alle unsere Freunde Platz haben. An dem Esstisch, da wird mit der Familie, mit den Kindern gegessen und gespielt. Aber wenn es das Wetter zulässt, dann gehen wir am allerliebsten raus auf unsere Terrasse, wo wir auch noch einen schönen Tisch haben und einen Grill und unseren Wohnbereich dadurch einfach nochmal vergrößern und erweitern. Wir wohnen in einem Innenhof, ist alles sehr gedrängt, aber dennoch einfach sehr ruhig. Die Kombination bei uns in einer grünen Oase zu wohnen, aber trotzdem mitten in der Stadt, ist für uns so die Ideallösung von Wohnen. Und hier draußen sind wir eigentlich auch ganz gern. Also die Kinder lieben es, hier im Innenhof zu spielen, sind da total froh an dem Dachüberstand zum Aufbewahren unserer ganzen Sportutensilien. So, das hier war unsere Terrasse und jetzt möchten wir euch das Spielzimmer zeigen von den Kindern. Ursprünglich war hier ein Metallgeländer
Das war total unpraktisch für uns, weil wir es einfach nicht nutzen konnten. Und das haben wir abmontiert und stattdessen dann dieses Spielregal entworfen. Das hat extra viele Regalböden und Fächer und Platz. Ja, und das Praktische an dem Regal ist, dass wir da noch unsere funkgesteuerten Lichtschalter anbringen können, ohne zu verkabeln. Und so nutzt man viel mehr die ganzen schönen Lampen, die man irgendwo fürs Ambiente hat, die man nicht ständig eigentlich braucht, damit es hell ist, aber für schöne Lichtstimmungen haben möchte. Das ist jetzt unser Sofa, beziehungsweise auch mein Schnarchzimmer. Nicht nur ein Sofa, sondern eigentlich unser Lieblingsort. Da liegt unser Brumm, der große Bär, und es ist sowas von bequem. Angeschafft haben wir ihn eigentlich für einen anderen Zweck, und zwar unsere Kinder machen Judo, und für zu Hause zum Üben haben wir gedacht, brauchen sie einen lebensechten Partner, und haben dann diesen großen Teddybär gekauft, aber mittlerweile ist auch der Brumm ein richtiges Familienmitglied. Chili hat sich gerade wieder total bequem gemacht, aber ich glaube, jetzt gehen wir doch mal ins Kinderzimmer. Genau. Auf. Mein Lieblingspulli, keine Fäden ziehen. Ursprünglich war das unser Schlafzimmer und jetzt ist es eben das Kinderzimmer. Und die Kinder schlafen jeweils in ihrem eigenen Bett und wir haben auch einen kleinen Schreibtisch. Die Kinder lieben ihr Kinderzimmer, aber ich denke, früher oder später möchten sie schon gerne ein eigenes haben. Ja, und wir haben auch hier wieder die Möbel bauen lassen. Und so haben wir es schon geschafft, dass die trotz nur 5 Quadratmeter wirklich eigentlich sich in ihrem Kinderzimmer zu zweit wohlfühlen können. Also die Betten sind so konzipiert, dass man die Matratze nach oben klappen kann und dann hat man eben Stauraum unten drin. Wir haben in dem Haus natürlich keinen Keller und sind da um jeden Stauraum, natürlich auch unterm Bett, total froh. Hier haben wir einfach noch das Bett etwas erweitert um diese Ablage, die eigentlich nur die Heizungsrohre kaschiert. Aber unsere Tochter ist natürlich total froh, dass sie da ihre kleinen Schätzchen noch drauf abstellen kann. Also der Schrank ist aus dem gleichen Material wie auch der Schrank aus der Küche. Wir haben jetzt hier nur ein paar bunte Knöpfe dran gemacht, passend für das Kinderzimmer. Ja, hier ist die Judo-Tasche mit drin. Wir haben Judo angefangen, als Philippa gerade mal laufen konnte. Und Louis war beim Judo-Training schon mit dabei. Da konnte er noch nicht mal laufen. Und jetzt macht die ganze Familie Judo. Der Spiegel, der macht den Raum optisch größer, aber auch der Schrank ist vollgepackt mit Spielsachen. Ursprünglich haben wir gedacht, dass unten das Kinderzimmer ist. Wir haben das dann soweit vorbereitet gehabt. Wir hatten sogar ein kleines Kinderbett, schöne Tapete. Ja, letztlich war es dann aber so, dass die Kinder lieber bei uns geschlafen haben. Und wir haben das Kinderzimmer so in der Form gar nicht genutzt. Aber ich zeige euch gerne das Zimmer unten. Das ist ja jetzt mein Büro. Ja, also das hier ist meine Kemenate. Das hier ist mein Klappbett. Das klappe ich einfach runter zum Schlafen und gleichzeitig hier ist mein Homeoffice, mein Schreibtisch. Früher war das ja die Wickelnische. Also man denkt ja immer, wenn man ein Kind bekommt, man braucht dringend eine Wickelnische. Ich habe meine Kinder überall gewickelt, nur nicht in der Wickelnische. Und sie haben auch überall geschlafen, außer in dem wunderbar schön designten und von uns gebauten Kinderbett. Ja. Übrig geblieben von diesem Kinderzimmer oder Babyzimmer ist diese Leuchte und die Tapete mit den Fischen. Das kommt noch aus dieser Zeit. Das hier ist ein alter Schrank von meiner Mama. Den hat sie selber abgelaugt. Also es ist ein alter Bauernschrank. Ich mag ihn total. Das ist immer so der Spagat zwischen schön, aber für mich ist halt die Funktion noch wichtig. Und wenn ich da dann ziehen muss... Ja, Stefan hat halt das Pech, dass das jetzt ausgerechnet sein Kleiderschrank ist. Ja. Also mein Bett ist gleichzeitig auch so eine Stellfläche, wo ich dann auch Bilder pinnen kann.
abends klappe ich das dann runter. Also natürlich hätten wir gern lieber ein größeres Bett, aber das ist halt einfach nun mal nicht möglich aktuell. Wir arrangieren uns. Uns ist es wichtig, dass die Kinder halt einfach ein vernünftiges Zimmer haben. Aber auch so, jeder Kompromiss hat auch irgendwie was Positives. So fragen wir uns ab und zu, gehen wir zu dir oder zu mir. Also bei mir ist er dann oben. Ja, und jetzt von Johannas Büro gehen wir jetzt mal zu meinem rüber. Das ist jetzt hier mein Arbeitsbereich. Hier war früher eigentlich nur eine Abstellkammer mit einer Wand, wo dann Wäscheständer, Waschmaschine, Trockner drin standen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, die Wand rauszumachen und haben zum Beispiel die Heizung, die nicht gerade besonders hübsch ist, einfach mit einer Türe verblendet. Hier haben wir den Trockner unten drunter und die Waschmaschine steht da hinten. Und so kann ich hier abends, wenn alle schlafen, noch wunderbar ein bisschen arbeiten. Und jetzt zeige ich euch noch das Bad. Das ist unser schönes, helles Bad, alles in weiß. Wir haben eine schöne große Badewanne, Ablagefläche, dass man auch ein bisschen Deko hinstellen kann. Wir haben keinen Duschvorhang und nutzen die Stange aber, um da Wäsche aufzuhängen. Und im Sommer natürlich kann ich auch auf der Terrasse dann Wäsche trocknen. Das war jetzt unsere aktuelle Wohnsituation, wie wir das die letzten 11 Jahre gemeistert haben. Und es gibt noch eine zweite Hälfte von dem alten Wäschehäuschen. Der alte Schuppen, den hatten wir immer im Blick. Und dann irgendwann die Option, sogar den zu kaufen. Und bauen jetzt da unser neues Häuschen, wo wir dann in ein paar Monaten hoffentlich dann umziehen auf die andere Seite. Kommt mit, zeige ich euch. Es bleibt zwar auch weiterhin alles schön eng und kompakt, aber das haben wir schon auch in dieser kleinen Hütte jetzt gelernt. Man kann so viel rausholen. Es geht darum, dass man möglichst viele Wohnsituationen hat, unterschiedliche Bereiche, wo man sich zurückziehen kann und werden auch da wirklich auf die Spitze treiben, wie man optimiert auf kleinem Raum wohnen kann. Ich freue mich auf ein Schlafzimmer, auf 2 Bäder, das finde ich unglaublich toll. Dass die Kinder ihre eigenen Zimmer haben. Ja, auf eine Wohnung, die wirklich perfekt funktioniert. Ja, oder auch die wir natürlich bis ins kleinste Detail selber bauen dürfen. Ja, das war unsere Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier hat es noch ein paar andere Häuser zum Anschauen. Und wenn es euch super gefallen hat, dann abonniert doch diesen Kanal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.